Es ist der erste Sommertag im Jahr. Wie habe ich die warmen Sonnenstrahlen auf meiner Haut vermisst? Sie versetzen mich zurück in meine Kindheit. Ich sitze zu Hause unter dem Kirschbaum im Garten. Die Sonne scheint durch die Blätter. Eine leichte Brise streicht über mein Gesicht. Für einen Moment scheint alles sorglos zu sein. Die Zeit bleibt für eine Weile stehen. Doch irgendwann holt auch sie mich wieder ein. Und alles zieht sich flüchtig an mir vorbei. Ich versuche stehen zu bleiben und zurückzublicken. Doch nun schaue ich wie durch ein beschlagenes Fenster auf die Welt meiner Erinnerungen. Ich frage mich, ob meine Freunde von damals sich noch an mich erinnern. Ob ich einen bleibenden Eindruck hinterlassen habe. Oder ob ich nur ein kurzes Kapitel in ihrem Leben war. Falls du dich erinnern kannst, hoffe ich, dass unsere gemeinsamen Erinnerungen sich wie die ersten warmen Sommertage anfühlen. Warum sind Sie heute hier? Ich weiß das nicht so ganz genau. Es schien auf jeden Fall richtig für mich hierher zu kommen. Was sind Ihre Ambitionen im Leben? Es gibt auf jeden Fall eine genaue Sache, die mich schon mein ganzes Leben lang beschäftigt hat. Und nachdem mein Vater mir meine erste Filmkamera geschenkt hat, war auch der Grund, weshalb ich an Fotografie interessiert bin, hat es mich seitdem nicht mehr losgelassen. Aber ja, ich glaube, ich habe den Faden von gerade eben verloren. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich mit meinem Leben machen möchte. Ich weiß nur, dass, wenn ich mir meine Optionen offen halte, dass alles so kommen mag, wie es will. Worüber denken Sie in letzter Zeit nach? Ich weiß nicht genau, warum mir das Haus immer wieder in den Sinn kommt. Aber einer meiner ersten Erinnerungen dort war mit meinen Geschwistern.
Es war damals irgendwie eine viel unbeschwertere Zeit. Was wäre wohl passiert, wenn ich ein paar Jahre später nicht von dort aus weggezogen wäre? Wären meine Eltern immer noch getrennt? Würde ich mich besser mit meinen Geschwistern verstehen? Jetzt ist auch mein Vater nicht mehr da. Kein Grund wiederzukommen, um irgendjemanden zu besuchen. Weniger würde ich zurückblicken wollen. Es gibt da so eine Sache, über die ich in der letzten Zeit sehr oft nachgedacht habe. Nämlich, wie es wohl wäre, einer geliebten Person wieder als Fremden zu begegnen. Glauben Sie, man könnte sie vergessen? Vielleicht. Vielleicht möchte man sich einfach nicht mehr an mich erinnern wollen. Oder man würde versuchen, mich zu vergessen. Die Menschen, die Ihnen wichtig sind, wollen Sie sicher nicht vergessen. Gibt es bestimmte Personen, die für Ihr Leben besonders wichtig sind? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, viele Menschen hoffen darauf, jemanden zu finden, für den sie bestimmt sind. Als sei man durch das Schicksal irgendwie miteinander verbunden. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich diese Person jemals treffen werde oder schon getroffen habe. Aber ich weiß, dass, wenn es soweit ist, darf ich nicht zu früh aufgeben. Viel Spaß. Danke. Sind deine auch vertauscht? Ja. Meine auch. Sie meinten, sie suchen noch meinen, also dauert noch etwas. Ach so. Kennen wir uns nicht? Ich weiß nicht. Von ich der glaube Schule? nicht. Nein. Linienstraße. Ah, warte. Linienstraße 21? 22. 22. Bist du Demian? Ja. Jasmin? Bist du es? Ach, krass. Wie geht's dir? Gut, voll lange nicht gesehen. Ja, stimmt. Ich dachte, du bist weggezogen. Ja, bin ich auch. Ich bin nur hier, um Schlüssel abzugeben an die neuen Hausbesitzer. Du hast das aber auch noch? Ja, was meinst du? Ach, was? Weißt du noch? Bei Stimmt, Frau wir haben einen Vogel. Song gemacht. Ja. Total vergessen. Echt hässlich immer noch. Hey. Aber freut mich, dich wiederzusehen. Hey, hier sind die richtigen Fotos. Ah, danke. Sorry. Alles gut. Schönen Tag euch noch. Und sind es deine diesmal? Ja, zum Glück. Ich drücke ja selten aus, aber die so zu sehen ist schon nice. Das ist cool. Das war auf dem Flohmarkt in Prag. Ah. Und deine Bilder? Erklär ich wann anders. Ich muss wirklich los, also. Warte mal. Meine Nummer. Ah, danke.
Nicht vergessen. Werde ich schon nicht. Bist du eigentlich gut hergekommen? Ja, schon. War einfach zu finden. Einfach? Ja. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass du nicht kommst. Ach, wirklich? Ich hatte dir ja geschrieben Ja. und du hast darauf nicht geantwortet. Ja. Ich hatte es aber gelesen. Also, Oh, ja. das zählt. Aber gelesen ist nicht geantwortet. Aber du bist ja da. Ja. Das ist dann gut. Das ist Okay. gut. Ist das ein Date? Ein Date? Ist es das? I don't know. Ich habe dich zuerst gefragt. Ich würde sagen, dass ist dein Bier gut? Nein, das schmeckt nicht. Ja, ich bin ehrlich, das schmeckt gar nicht. Dein Bier schmeckt dir nicht? Nein. Warum hast du es dir bestellt? I don't know. Wäre doch komisch, nichts zu bestellen. Aber warum bestellst du nicht eine Sache, die du magst? Ja, ich war nervös. Vielleicht. Ich weiß auch nicht. Wir gehen dir was Neues holen. Nein, ich So, will echt wir- keine Umstände nein, machen. nein, nein. Nein, wirklich Wir nicht. gehen? Wir gehen. Okay. Komm. Ja. Ich habe letztens erst meiner Mama über dich geredet. Okay. Sie konnte sich noch an dich erinnern. Ach was. Es hat kurz gedauert, aber dann ja. Okay. Ich habe mit dir über den ersten Schultag geredet. Ach was. Also meinst du die Story, als du damals ins Nachbarhaus eingezogen bist und du am ersten Schultag verloren gegangen bist und wir mussten dich ja nach so lange trösten. Das war glaub ich, das erste Mal, dass wir dich dann überhaupt gesehen haben. Dann haben wir uns ausgedacht, dass wir dich Wir halt... groß rotes Bad verbunden sind, genau. damit ich mich nie wieder mehr verirre. Ja, stimmt. Aber nach einer Zeit konnte ich den Weg dann auch. Also so schlecht ist mein Orientierungssinn jetzt auch nicht. Du warst damals schon ein echt großer Angsthase, muss man schon sagen. Immerhin musst du dich jetzt nicht mehr damit herumschlagen. Das macht mir nichts aus, wirklich nichts. Schon damals nicht. Ich habe damals gar nicht verstanden, warum du auf einmal weggezogen bist. Meine Eltern wollten einfach näher an ihrer Arbeit sein. Ja. Früher bin ich sehr oft umgezogen. Und es ist schon weird, nicht zu wissen, wie lange man diesmal an einem Ort bleiben müsste.
Mein Vater hat dabei immer das letzte Wort, wo es für uns als nächstes hingeht. Ich glaube, jeder von uns hatte Angst vor ihm insgeheim. Und heutzutage wüsste er nicht mal warum. Sehr komisch. Ich habe damals schon verstanden, dass irgendwas nicht so richtig stimmt. Aber wir waren beide auch so jung. Und ich kann mich auch nicht mehr so gut an alles erinnern. Ja, ich auch nicht. Ehrlich zu sein will ich das auch gar nicht mehr. Ja, kann ich verstehen. Aber ich glaube, es ist gut, dass du jetzt wieder da bist. Um so mit Dingen abzuschließen. Und weil wir uns wieder gesehen haben? Ja, aber ich glaube, du hast jetzt auch eine Chance, dich von allem zu trennen, was damals passiert ist, von dem Haus. Ja, stimmt. Ich konnte mich auch wirklich nie von ihr verabschieden. Ich habe irgendwie alles nicht erwartet, was passiert ist. Oder? Es kann ja auch sein, dass wir uns auch schon viel öfter begegnet sind und es einfach nicht bemerkt haben. Ja, stimmt, kann sein. Und die Tatsache, dass wir uns im Fotolabor auch getroffen haben. Ja, schon. Deswegen ist das ja jetzt auch überhaupt alles erst passiert. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass jemand oder etwas will, dass wir uns einfach immer wieder treffen. Ah, meinst du? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht daran, dass jemand möchte oder das Schicksal uns wieder aufeinander treffen lassen hat. Glaube ich nicht. Aber irgendeinen bestimmten Grund muss es schon geben. Und vielleicht muss es nicht immer eine Erklärung für alles geben. You know? Und warum bist du dir dabei so sicher? Es gibt einfach Dinge, die man nicht kontrollieren kann und die dem Zufall überlassen sind. Und ich glaube, das ist einer dieser Dinge. Okay, dann werde ich jetzt ganz zufällig durch meine Tür laufen und sie hinter mir schließen und so tun, als ob Nein. das alles nicht gewesen wäre. Nein, warte, warte. Ich hab's nicht so gemein und das weißt du. Pack die Schlüssel weg. Pack sie weg, los. Ich will dich wiedersehen. Dann kannst du mir beim nächsten Mal ja auch antworten. Ja, stimmt. Das kann ich machen. Werde ich auch. Aber sag's mir einfach so, meines auch. Ja. Versprochen?
Sind das deine Bilder? Ja. Genau. Ich versuche, alles, was mir ins Auge fällt, zu fotografieren und in dem Buch zu sammeln. Egal wie random es erstmal erscheint. Ich habe die davor, glaube ich, noch nie gesehen. Ja, sie sind auch eigentlich persönlich für mich. Sie helfen mir, mich an wichtige Sachen zu erinnern. Deshalb auch die Kritzeleien. Mhm. Vielleicht sollte ich auch mit sowas anfangen. Aber ich bin auch nicht so gut mit Worten. Ich habe das Gefühl, meine Bilder an sich lassen schon eine bessere Sicht in meine Welt zu. Woraus besteht deine Welt? Ich weiß es nicht. Ich bin schon froh, meine Familie um mich herum zu haben. Aber gleichzeitig weiß ich auch nicht so richtig, was ich will. Ich habe auch Angst, mein Potenzial nicht zu erreichen. Irgendwie sehne ich mich schon nach mehr. Ich würde gern die Welt sehen, aber ich weiß auch nicht, ob ich es mir so erlauben kann. Oder ob du es dir zutraust? Jetzt, wenn ich könnte, würde ich am liebsten so weit weg, wie es nur geht. Einfach die Welt sehen. Nur um es einmal gemacht zu haben. Es gibt eigentlich so viel, was wir machen könnten in unserer Zeit. So viele Optionen, die wir haben, mit denen wir uns ausprobieren könnten, bis ich irgendwas gefunden habe, was mich auch erfüllt. Ich weiß nicht. Irgendwie mag ich die Aussicht gerade viel mehr, als ich es erwartet habe. Ich wollte schon immer von hier weg. Ich habe es satt, die gleichen Häuser zu sehen und die gleichen Menschen, die sich niemals ändern werden. Aber trotzdem ist es so, als könnte ich nicht weg. Als würde ich es erst gar nicht wollen. Manchmal können sich Menschen ändern, wenn sie es einfach wollen. Und manchmal bleibt man auch irgendwie stecken. Man kommt nicht weiter und die Zeit vergeht. Man ist wie eine Wurzel im Wasser, die langsam eingeht. Kannst du dich kurz dahin stellen? Dazu, genau. Hier? Ja. Und bleib so, okay? Machst du ein Foto?
Ich bin am Freitag, halte ich euch fest. Ich bin um 3 Uhr oder sowas eingepennt. Ich bin um 14 Uhr aufgestanden. Das ist okay. Nein, das ist Nein, so doch. unfassbar Für dich nicht ist okay. krass. Für mich ist es krass. Echt? Bist du immer früh auf? Ich stehe, normal ist für mich so 10 Uhr, finde ich perfekt, meiner Meinung nach. Aber 14 Uhr. Aber weißt du was, ich denke, wenn man so lange schläft, dann braucht man Aber, ja okay, ich habe Training davor gehabt, einen Tag. Ich war wirklich auf der Ja, aber ist so. Wann hab ich gesagt? Ich habe schon so 15, 16. Was macht ihr morgen? Ich will meine Bachelorarbeit. Genau, in Köln. Oh, voll aufregend. Oder so ein Mädchen, die, ich sehe die auch zum ersten Mal, aber die kommt wirklich richtig nett rüber. Und ich meine, richtig, ich finde das richtig cool, dass du das machst. Was machst du für die Bachelorarbeit? Ich mache eine Dokumentation über Deutschrapper. Ah, nice. Ja, aber das die voll so nice. noch nicht so bekannt sind. Ja, okay. Ich bin einmal schwimmen gegangen mit meinen Freunden, ich fand das auch so richtig cool. Ich glaube, ich könnte nicht. Aber nicht in der Uni. Das wäre ein bisschen zu viel für mich. Ja, ist auch. Was ist los? Alles okay? Ich gehe kurz raus. Demian? Ja, hi, sorry, war gerade noch mit Freunden unterwegs. Ich habe schon seit Ewigkeiten nichts mehr von dir gehört. Ist alles okay? Es war einfach viel los die letzte Zeit. Das hättest du mir auch schreiben können. Ja, sorry, aber ich muss dir nicht jede 10 Minuten ein Update geben. Okay. Das verlange ich auch nicht von dir, aber man kann ja mal Bescheid geben oder einfach. Und ich wollte mich entschuldigen, dass ich mich nicht sofort bei dir... Ich ziehe weg. Ich wurde angenommen und ich will wegziehen. Sag doch irgendwas. Ich freue mich für dich. Wirklich. Das hört sich nicht so an, als ob du dich freust. Doch, doch, es sind gute Neuigkeiten. Glückwunsch. Bist du wütend auf mich? Was hat das damit zu tun? Es scheint mir nicht so, als ob du das meinst, was du sagst. Würde es das ändern, wenn ich sagen würde, ja? Ich wollte einfach wissen, was du denkst und wie du dich fühlst. Dass ich mich nicht bei dir sofort gemeldet habe, sagt das schon alles aus. Findest du nicht? Ich konnte dich ja auch gar nicht erreichen. Ich konnte nie wirklich zu dir durchdringen. Ist es nicht so? Ich hatte nie eine Chance. Wir hatten doch nie eine Chance. Bleiben wir noch in Kontakt oder?
Hör zu, ich freue mich, dass du angenommen wurdest und all das, aber ich muss echt gehen.
ist nicht mehr so viel Zeit. Frag mich, wie es dort sein wird. Vielleicht sehe ich das Meer. So lange von zu Hause weg zu sein, macht mir auch ein bisschen Angst. Ich habe Angst, dich nicht mehr zu sehen. Ich habe auch Angst davor. Glaubst du, wir sehen uns wieder? Ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Danke, dass du heute hergekommen bist. Was wäre, wenn du hier bleiben würdest? The nights are clear, we spend them outside. I know a new time has come. I've been watching you for a while now. In a group of friends under the